Unsere Tage in Armenien sind jetzt gezählt, weil unsere Autoversicherung hier demnächst ausläuft und unser Internetpaket. Und natürlich können wir das Ganze verlängern, aber durch den Konflikt mit Aserbaidschan sind viele Sachen, die man sich angucken kann im Süden, sowieso nicht erreichbar oder wir fahren da auf jeden Fall nicht hin. Dementsprechend ist unser nächstes Ziel jetzt der Iran und da machen wir uns heute auf den Weg hin. Oh oh, oh oh. Oh, hallo. Weil es hier leider wieder bewaffnete Konflikte zwischen Aserbaidschan, und das ist gar nicht so weit von hier, und Armenien gab. $260 D-Mark. Irgendwas stimmt hier nicht ganz. Jetzt hält da gerade schon wieder jemand und schenkt uns, glaube ich, irgendwas. Na, Zdrowie. Und die Strecke, das sind so 400 Kilometer, einmal durch den Süden des Landes. Erstmal so schräg runter und dann ziemlich lang an der Grenze von Aserbaidschan entlang. Und dann nochmal über so knapp über 2000 Meter hohe Berge. Also wird es ganz schön lange dauern, weil normal fahren wir so 60, 70, wenn es irgendwie so eine gute Autobahn ist. Aber bei so einer Strecke und die Straße im Süden soll auch sehr schlecht sein. Deshalb wird unsere Durchschnittsgeschwindigkeit wahrscheinlich nur so 50 sein oder am Ende wahrscheinlich 40, wenn man dann auch noch so Berge hoch und runter muss. Also brauchen wir wahrscheinlich ja mindestens 10 Stunden. Deshalb teilen wir das auf 2 Tage auf. Dann geht's jetzt los. So, wir waren jetzt noch mal schnell einkaufen, weil wir so ein bisschen geplant haben im Iran. Das dauert alles wahrscheinlich ein bisschen, bis wir uns organisiert haben. Deswegen haben wir jetzt noch mal reichlich an Lebensmitteln aufgestockt, damit wir auf jeden Fall mindestens 4-5 Tage, fast eine Woche auskommen würden. Und verlassen jetzt Jerewan Richtung Süden. Inzwischen ist die Straße ganz schön holprig, deswegen ist jetzt so 60 eher das Maximum, sonst ist es einfach zu holprig. Und das ist tatsächlich die Hauptverkehrsstraße, die das Land von Nord nach Süd verbindet. Holper, holper, holper. Und man muss immer damit rechnen, dass alle, die einem entgegenkommen oder einem ganz schön riskant überholen, schon 3 Whisky-Intus haben. Wir fahren jetzt hier an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan entlang und hier ist so ein Grenzwall und auch immer mit so Hütten, wo man dann hier schießen kann, falls irgendwie die anderen vorrücken oder so. Und da hinten, das habe ich sogar in den Nachrichten, glaube ich, gesehen, da ist halt so ein Hügel und da über den Hügel verläuft auch die Grenze. Das heißt, auf der einen Spitze ist dann die aserbaidschanische Fahne und auf der anderen die armenische und dann stehen die da rund um die Uhr und bewachen sich gegenseitig. Ja, jetzt sind wir gefühlt schon irgendwie in der Wüste oder so, ne? Krasse Landschaft. Und diese Gegend hier ist echt atemberaubend. Also viele haben uns auch gesagt, der Süden von Armenien ist richtig, richtig schön, aber weil hier gerade halt Konflikt mit Aserbaidschan nochmal richtig aufgeblüht ist, durchqueren wir es leider nur und übernachten nur eine Nacht. Also ich weiß ja gar nicht, was alle haben. Guckt euch den Asphalt an, das ist ja ein Traum. Ein Traum! Endet wahrscheinlich in ungefähr 500 Metern und dann sind es wieder Schlaglöcher. Vor uns ist ein Reisebus aus dem Iran und der hat halt das Nummernschild mit den iranischen Zahlen, weil das sind auch andere Schriftzeichen. Da können wir jetzt schon mal die Zahlen ein bisschen üben. Wir fahren jetzt hier über gerade Straßen mitten durch die Natur, kaum Verkehr, keine Städte. Und das erinnert uns so ein bisschen an Norwegen, als wir dann hoch bis zu den Lofoten gefahren sind. Die Autobahn ist halt auch so
Nur Natur, kaum Autos. Richtig schön hier. Wir sind jetzt ein bisschen weiter als halbe Strecke angehalten und machen jetzt hier eine Übernachtungspause. Morgen haben wir dann noch 150 Kilometer, also von den knapp 400 nur noch 150. Aber jetzt ist halt die richtig schlechte Straße. Da waren schon ganz schöne so Bodenwellen und Schlaglöcher. Jetzt geht es holprig weiter und viel auf und ab. Ja, wir sind da mal gespannt, wie es morgen läuft. Guten Morgen zusammen. Wir sind schon seit 6 Uhr wach und haben ein bisschen am Van rumgerödelt. Also alles aufgeräumt, ein bisschen schön hergerichtet und uns so ein bisschen auf den Grenzübergang schon mal vorbereitet. Ich genieße hier nochmal die letzten Stunden in Freiheit mit kurzem T-Shirt und offenem Haar und so weiter. Und generell haben wir uns mit vielen anderen Reisenden ausgetauscht, was die Situation angeht. Die fahren auch teilweise in den Iran. Wir verfolgen natürlich die Nachrichten, verfolgen aber auch Leute, die gerade vor Ort sind. Und man darf halt nicht vergessen, dass eine politische Situation in einem Land nicht direkt immer das ganze Land widerspiegelt. Und wir werden uns natürlich vor allem im Van in der Natur aufhalten, also viel in abgelegene Wüstenregionen fahren und sowas. Das ist der Plan und uns fernhalten von Protesten, weil es da einfach auch um eigene Sicherheit geht, die im Fokus liegt. Es ist aber auf jeden Fall trotzdem nochmal eine ganz andere Situation als halt alle Grenzen, die wir davor je überquert haben. Deswegen sind wir da jetzt schon so ein bisschen aufgeregt und hoffen, dass später alles gut läuft. Weil 4 oder 5 andere Reisende, die wir vor allem auf dem Campingplatz jetzt getroffen haben, fahren auch heute und morgen über die Grenze. Also wir sind alle so ein bisschen connected und tauschen uns aus. Hier sind unsere ganzen Dokumente, das E-Visa, was wir brauchen, das armenische Zolldokument vielleicht für die Ausreise, Pässe, Krankenkasse, das Covid-Impfungszertifikat müssen wir noch raussuchen. Und das ist das Carnet de Passage, wo dann das dann auch alles eingetragen wird mit dem Auto, was man für Iran braucht, um dort mit dem Auto einzureisen. Und eigentlich sind wir jetzt voll abfahrbereit, aber wir sind ja jetzt auf diesem Parkplatz von diesem Skilift und hier ist eine Schranke und Security und ein Hund. Das heißt, wir müssen jetzt bis 9 Uhr warten, bis wir rausfahren können und trinken deswegen jetzt noch gemütlich Kaffee, bevor es dann die letzten 150 Kilometer zur Grenze geht. Schon wieder ein witziger Morgen. Der Hund, der uns die ganze Nacht wach gehalten hat, weil der Wachhund ist, kommt jetzt hier an und ist total neugierig und irgendwie doch ganz süß. Und die Wachleute, die hier sind, haben jetzt unsere elektronische Reifenpumpe ausgeliehen, weil sie wohl einen Platten haben und sind jetzt ganz dankbar, dass wir ihnen geholfen haben. So, weil wir denen jetzt die Pumpe geliehen haben oder auch generell, weil Leute einfach nett sind, wurden wir von den Wachleuten jetzt zum Kaffee und Obstessen eingeladen. Und dann wollten wir jetzt gehen und haben noch den Rest richtig leckerer Birnen geschenkt bekommen. Mussten noch ein paar Weintrauben ablehnen, weil wir echt noch welche haben, die wir auch wieder quasi geschenkt gekriegt haben, weil die gab es kostenlos auf dem Campingplatz. Also ja, wir hatten erst Angst, dass wir jetzt kein Obst mehr haben, weil unser Bargeld, also armenisches Bargeld, langsam knapp ist. Aber wir müssen gar kein Obst mehr kaufen, weil wir kriegen es halt, weil die Leute hier so nett sind. Heute auf unserer Route, die letzten 150 Kilometer, da geht es sehr viel hoch und runter und viele Serpentinen. Und jetzt ist die Straße halt auch ziemlich schlecht mit Schlaglöchern und so. Also werden wir eine ganze Weile brauchen. Das ist die Hauptstraße nach Iran. Das ist ja immer so spannend bei so Roadtrips durch so Länder, wenn man dann so durch verschiedene Klimazonen und Gebiete quasi fährt. Also weil gestern waren wir ja echt noch in so einer richtig krassen Wüstenlandschaft und hier sind wir jetzt irgendwie schon im herbstlichen Wald und jetzt ist noch dieses Kloster, was ja auch eher so ein bisschen, also es gab es in dieser Wüstenlandschaft auch, aber ich finde hier passt es nochmal so richtig rein, weil es so ein bisschen mittelalterlich aussieht und deswegen ist die Stimmung wieder ganz anders und man sieht wieder einen ganz anderen Teil von Armenien und denkt sich so, ja krass, so sieht Armenien halt auch aus. Es ist halt nicht nur Wüste und Trockenheit, sondern es ist halt auch Wald und bunte Blätter im Herbst. Leichtes Verkehrschaos, weil hier die Straße neu gemacht wird. Viel LKW und dann überholen auch immer Leute auf der neuen, noch nicht fertigen Straße. Die Hälfte von dem Weg haben wir jetzt
etwa geschafft, waren auch so 2,5 Stunden schon unterwegs. Und jetzt machen wir kurz Mittagspause, um uns nochmal zu stärken, den Rest zu fahren. Und haben dann für an der Grenze ein paar Snacks, wenn wir Hunger kriegen. Ja, haben eben noch die letzten Sachen im Internet erledigt, weil das gleich ausläuft, weil wir auch nur einen Monat Internet hier hatten. Und im Iran ja erstmal so 2-3 Tage brauchen, bis wir dann in Tabriz sind und dort dann Geld, SIM-Karte und so weiter alles organisieren können. Hier hat man auch echt wieder so richtig das Gefühl, am Ende der Welt zu sein. Man trifft halt ein paar Locals und irgendwelche Trucker, aber das war's und es ist echt Wahnsinn, wie weit und hoch das hier wieder ist. Jetzt sind wir auch über die Baumgrenze gefahren, sind jetzt auf etwa 2500 Meter Höhe. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Berg. Da hinten geht es dann nämlich wieder runter und dann sind wir auch bald bei der Grenze. Wir haben jetzt schon extra viel eingekauft und ganz viel offline gespeichert und uns so gut wie es geht vorbereitet. Und dazu zählt aber natürlich auch Wasser auffüllen. Das machen wir jetzt nochmal, bevor es weiter zur Grenze geht. Wir sind jetzt aus den größten Bergen raus, rasen jetzt Richtung Grenze. Es wird langsam nämlich auch spät. Wir sind jetzt fast 7 Stunden unterwegs, ganz schön krass für 150 Kilometer. Aber es war ja quasi wie so eine Alpenüberquerung. Wir sind echt mega hoch gefahren, hoch und runter, Serpentin. Deswegen hat es so super lang gedauert und wir haben natürlich auch eine längere Mittagspause gemacht. Aber der Grenzübergang dauert ja auch noch mal lange. Und wir wollten jetzt eigentlich dann nicht im Dunkeln im Iran losfahren und uns einen Schlafplatz suchen. Jetzt fahren wir genau an der Grenze entlang, hier dieser Fluss. Und es ist ganz spannend, rechts ist ganz grün, links ist nur Stein. Und ich glaube, so ist dann das meiste im Iran. Das heißt, wir müssen erstmal der Farbe grün Tschüss sagen für eine Weile. Und ich muss schon zugeben, ich bin jetzt wirklich langsam richtig aufgeregt. Also ich konnte auch heute Nacht schon nicht so gut schlafen. Und es ist schon echt eine besondere Grenze, weil es ja auch einfach wirklich viel war, was wir dafür bürokratisch machen mussten. Und man einfach viel hört und Respekt vor diesem Regime und Land hat. Also hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Tut's wahrscheinlich, aber trotzdem sind wir sehr aufgeregt. Jetzt sind wir an der Grenze. Wir checken dann erstmal aus Armenien aus. So, wir sind dann jetzt aus Armenien ausgereist, stehen jetzt hier im Niemandsland und reisen dann gleich ein, ziehen uns jetzt hier um. Iran kommt vor und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Noch einmal Tschüss auf Armenisch. Das war natürlich jetzt völlig falsch, aber egal. Bis zum nächsten Video. Bye bye. Tschüss. Und im nächsten Reisevlog. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind im Iran. Yay. Wir sind jetzt das erste Mal von der Polizei angehalten worden. Da kam hier ein Auto und zwar natürlich wieder die Polizei. Also inzwischen haben wir uns jetzt auch verlaufen. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir jetzt hergekommen sind. Das aber alles in unserem ersten Video aus dem Iran. Von unserem letzten Geld gibt es jetzt irgendeine komische Limo. Like Iced Tea, ist noch nicht mal richtige Iced Tea mit Himbeere. Und Boom Cola with Georgian Water. Für mehr hat unser Geld nicht gereicht und mehr gab es nicht. Wir konnten uns nicht mal eine Tafel Schokolade leisten. Also, aber Kaltgetränk Prost. ist auch gut. Cheers.